Willkommen zu unserer neuen Dokumentationsreihe über die Erstellung Ihrer eigenen Algo-Trading-Systemfarm. Wir verwenden automatisierte Stimmen und Technologien, um Ihnen zu helfen, Ihre Ergebnisse schneller und mit weniger Aufwand zu verbessern. Okay, fangen wir an. Heute werden wir mit dem Aufbau unserer Infrastruktur beginnen, so dass wir am Ende dieses Kurses eine automatisierte Trading-System-Farm haben werden. Bis dahin wird es noch einige Zeit dauern, denn ich werde nicht jeden Tag Informationen zu diesem Thema beisteuern können. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der erste Grund ist die derzeit recht angespannte politische Lage hier in meiner Gegend. Das zweite Problem ist, dass wir uns mit einigen gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen müssen. Wir sind zum Beispiel gerade in einer Situation, in der mein Vater mit einem Schlaganfall und einer Halbseitenlähmung zu kämpfen hat und in ein Heim eingewiesen wurde. Das dritte Problem betrifft wirtschaftliche Aspekte. Als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen müssen wir natürlich bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge tun, damit der Nettobedarf und die Kosten unter dem Strich gedeckt werden können. Im Klartext heißt das, dass dieses Projekt nach und nach abgeschlossen wird, aber im Moment können wir aufgrund der oben genannten Umstände nicht sagen, wie schnell oder langsam die Aktualisierung erfolgen wird. Die meisten Betrachter werden wahrscheinlich bereits ein Betriebssystem haben, das sie weiter verwenden möchten. In unserem Fall werden wir jedoch ein 10 Jahre altes Netbook verwenden und die Software installieren, die wir derzeit für die beste Lösung für diejenigen halten, die sich noch nicht für ein Betriebssystem als einzige Option entschieden haben. Diese Software ist eine auf Debian basierende Linux-Distribution namens MX Linux. MX Linux hat es in den letzten Monaten geschafft, den ersten Platz auf der Liste der beliebtesten Linux-Distributionen einzunehmen. Und der Grund dafür ist ganz einfach: Mit dieser Software können Sie viele Dinge tun, die mit anderen Linux-Distributionen nur sehr schwer möglich sind. Viele Dinge funktionieren bereits nach der ersten Installation, die Hardware wird sehr gut erkannt, selbst wenn die Geräte mehr als 10 Jahre alt sind. Darüber hinaus ist MX Linux in der Lage, eine sehr moderne und aktuelle Version von Linux mit sehr wenigen Ressourcen auszuführen, ohne sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Kommandozeilenbefehlen herumschlagen zu müssen. Im Klartext bedeutet das für alle, die MX Linux nutzen wollen, dass sie die Vorteile mehrerer Welten kombinieren und trotzdem ein leistungsstarkes und einfach zu bedienendes Betriebssystem nutzen können, ohne Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Wir haben in den letzten Jahren mehrere verschiedene Linux-Varianten für unser eigenes Unternehmen ausprobiert und meistens stößt man irgendwann an eine Grenze, die es einem nicht erlaubt, weiterzumachen. In diesem Fall ist es relativ einfach zu implementieren, Sie brauchen keine besonderen Kenntnisse. Und für MX Linux gibt es so viele hilfreiche Dokumente im Internet, dass selbst Anfänger damit besser zurechtkommen sollten als mit Windows. Die Oberfläche und das Aussehen lassen sich vollständig an Ihre eigenen Wünsche anpassen, so dass Sie selbst als MacBook-Benutzer der Meinung sein könnten, ein aktuelles System von Apple zu verwenden. Aber das ist für uns eigentlich nicht so wichtig. Für uns ist es viel wichtiger, dass so ziemlich alle Hardware, die in den letzten 10 Jahren auf den Markt gekommen ist, unterstützt wird, und das schließt auch das inzwischen 12 Jahre alte Netbook ein, das wir dafür verwenden. Sie sollten in der Lage sein, jedem einzelnen Schritt problemlos zu folgen. Diese Dokumentationsreihe könnte also für einige Leute ein wenig lang sein, wenn sie bereits mit Linux vertraut sind. Aber viele Menschen sind bisher noch nicht mit Linux in Berührung gekommen und waren vielleicht in der Vergangenheit bereit, die Gebühren für ein einzelnes Betriebssystem zu zahlen. Das haben wir auch getan, aber Linux bietet uns einen entscheidenden Vorteil für unsere Serverfarm. Dieser Vorteil besteht darin, dass wir mit moderner Technologie auch alte Hardware kostengünstig betreiben können, ohne zusätzliche Lizenzgebühren zahlen zu müssen, selbst wenn wir unsere Serverfarm auf 50 oder 100 Server erweitern wollen. Das mag für einige Betrachter jetzt noch nicht sehr interessant sein, aber ich kann Ihnen versprechen, dass Sie in den nächsten Jahren sehen werden, dass genau solche Systeme den Unterschied zwischen guten und schlechten Ergebnissen beim Handel ausmachen werden. In der Vergangenheit war eine Technologie, die Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschaffte, nicht erschwinglich. Heute können Sie das für sich selbst und Ihre eigene Algo-Trading-System-Farm ändern. Laden Sie deshalb jetzt die neueste Version von MX Linux für 64 Bits mit der Desktop-Lösung Fluxbox herunter. Okay, das war's für heute. Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre eigene Algo-Trading-Server-Farm aufzubauen, abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie schnellere und bessere Ergebnisse benötigen, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den Inhalten in diesem Video haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Wir antworten immer persönlich und in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Jetzt sagen wir erst einmal Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.